Йдемо до роботи. Давай. Всім продовжувати життя. Але спочатку потрібно дождатись перемоги. Але ми надіємось, бо боремося за це. Wir kommen jetzt in die Gefahrenzone, deswegen schauen wir jetzt, dass wir schnell unsere Westen anziehen. Wir sind jetzt gerade auf dem ukrainischen Schützenpanzer auf dem Weg Richtung Front. Für diese Folge von Crisis durften wir Soldaten in ihren Stellungen an der Front treffen und bei ihrer Arbeit begleiten, um euch zu zeigen, wie ein großer Teil dieses Krieges aussieht. Aber erstmal kurz zurück zum Beginn des Tages und wie wir eigentlich in diese Situation gekommen sind. Am Morgen treffen wir uns mit den Pressesoldaten einer Gebirgsinfanterieeinheit, die in Friedenszeiten eigentlich im Westen der Ukraine stationiert ist. Wir sind jetzt im Auto mit Soldaten der 10. Brigade, die viel mit Mörsern und mit Drohnen arbeiten. Und die bringen uns jetzt zu ihrer Position relativ nah an der Frontline und haben uns erlaubt, dass wir mit ihnen mitgehen dürfen und sie bei ihrer Arbeit begleiten. Und wir sind sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Das heißt, wir sind quasi embedded mit der ukrainischen Armee unterwegs. Das bedeutet, dass wir unter deren Aufsicht stehen und nur das zeigen können, was sie uns zeigen. Das ist natürlich nicht optimal, das wissen wir, aber anders könnten wir euch diese Einblicke überhaupt nicht geben. Unsere 2 Begleiter sind auf jeden Fall hoch motiviert und freuen sich offensichtlich über deutsche Waffenlieferungen. Das hier ist aus Deutschland und wenn ihr sehen wollt, was es ist eine Splitterhandgranate, die ich hier in der Hand halte, die er mir gerade in die Hand gedrückt hat, weil es aus Deutschland ist. When you put it, the radius is larger. It's for defense. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Thanks for beer, sausage and grenade. Der Presseoffizier fährt, erst schweigsam. Bodja ist auf dem Beifahrersitz. Er ist der Assistent und redet dafür umso mehr. Bodja ist erst seit einigen Monaten im Militär. Die Straße wird immer schlechter und je näher wir zur Frontlinie kommen, desto mehr Militärfahrzeuge sehen wir. It's armored machine for transporting people. Wir kommen jetzt in die Gefahrenzone, deswegen schauen wir jetzt, dass wir schnell unsere Westen anziehen. Wir fahren durch offeneres Gelände, über sehr schlechte Feldwege. The weather for us is very good now because Russian troops can see our car, Russian drones. Näher an der Front gibt es zerstörte Gebäude. Im Hintergrund hört man immer wieder Beschuss. Trotzdem leben hier noch Menschen. Viele transportieren Feuerholz. Strom und Gas gibt es meist nicht mehr. I don't understand the people who are living here because it's very dangerous, but when we talk with these people, they tell for us about something like, oh, it's my house, I'm living here all of my life, so I wanna die here, something like this. It's all these people are older. It's old people. When Russians shooting this village, some people can die. How many soldiers of your brigade have been killed already? I think we can talk about this. It's a war, and we stay here for our country, for our families. Do you have friends who were injured or killed? Yeah, I think a lot of Ukrainian people, civilian or army people, have friends like this. Vielleicht kurz zur Einordnung für euch, warum wir ausgerechnet zu einer Mörsereinheit fahren. Der Krieg in der Ukraine wird stark von Haubitzen, Artillerie und eben auch Mörsergefechten bestimmt, gerade in Verbindung mit dem Einsatz von Aufklärungsdrohnen. Auch ein Jahr nach Beginn des Krieges wird die ganze Ukraine weiter von Drohnen- und Raketenangriffen geplagt, doch die aktuellen Kampfhandlungen haben sich wieder in den Osten verlagert. Den genauen Ort unseres heutigen Drehs dürfen wir euch nicht sagen, nur so viel, es ist nicht mehr weit zur Frontlinie. Hier ist die wunderschöne Winterlandschaft nun von Schützengräben durchzogen. Und wir müssen noch einmal umsteigen. Ich höre im Hintergrund schon, unsere Mitfahrgelegenheit kommt. Oh, das wird spannend. Серега, дай їм ще цей, пістолет, щоб сидіти добре було.
Panzer auf dem Weg Richtung Front. Jesus Maria. Und wir haben gerade eine Vollbremsung gemacht. Ihr merkt, auf so einem Panzer fahren ist jetzt nicht unbedingt das Bequemste, was man sich vorstellen kann. Aber es ist auf jeden Fall mal ein interessantes Erlebnis. Absitzen. Що, хлопці, раз скоріше їхати, не загублю нікого, то я вас так, як на Жигулях провів. Wir gehen weiter zur Stellung der Mörsereinheit. Hier sind wir nur noch 2 bis 3 Kilometer von der Frontline entfernt. Besonders einladend wirkt die Stellung nicht. Ein Abwassergraben ist das Zuhause der Soldaten. Wir können mit ihnen über ihr Leben hier sprechen. Працюємо на 120-му мінометі французькому. Працюємо по цілях, які нам дає штаб. And how does that work? What is your daily routine basically? Are you waiting for the command and then what happens? День Підйом? починається по-різному, кожного дня по-різному. Працюємо будь-який час. У який час підйом поступить команда, починається о в той 6 час ранку. працює. Потім починаємо працювати, п'ємо каву, снідаємо, потім вже починаємо працювати. І так цілий день. Буває до глибокої ночі працюємо. Захищаємо свою землю. З кожним днем приближаємо нашу перемогу. What about your families? Do you have families? Can you speak to them regularly? And what are they saying about you doing this kind of dangerous job here? Ну, з сім'ями виходимо кожного дня на зв'язок. Дякуючи нашим партнерам, у нас є Starlink на позиції. Кожного дня виходимо на зв'язок. А ставляться, ну як вони можуть ставитися до війни? Звісно, негативно. Бояться, переживають. How is it with the weapons? Do you have enough ammunition? Is the weapon in good shape? Or do you need new weapons? Ну, так як по мінометах, то зброю зараз ми отримали цей французький міномет. Дуже хороший міномет, точно б'є. Боєприпасів до нього теж вистачає. Кожного дня підвозять, проблем з цим немає. What was the best and most successful day while you were working here? Знищили розрахунок АГС пару тижнів назад. Потім, приблизно тиждень назад, знищили розрахунок 120-го міномета у Берестовому. Вчора, так як мене тут не було, хлопці відпрацювали по бліндажу, по СПшці. Знищили СПшку. And what was the worst day and the worst experience you've had while you were soldiers? Ну, кожного по-різному. Для мене найважче було тут один населений пункт у Луганській області, коли нас крили просто без перестанку по пару годин кожного дня. Ми утримували лінію оборони, щоб вийшла друга бригада з позицій. А тоді було найважче. 12 днів. Від ранку до вечора могли крити без перестанку. Це наша земля. Щоб їх смерть не була даремною. Треба захищати нашу землю, наших людей. Сьогодні продовжувати життя. Спочатку потрібно дождатись перемоги. А ми надіємося, бо боремося за це. Так як у нас є Starlink, командир артилерії мені надсилає смс, який заряд, по якій цілі потрібно відпрацювати. Bis jetzt kam noch kein Einsatzbefehl. Deshalb lassen wir uns die Unterkünfte der Soldaten zeigen. Dinge, die man eigentlich nicht im Kriegsgebiet machen sollte, aber ich komme nicht in ihren Schlafplatz rein zum Filmen. Тут ми спимо, ми просто переробляємо стіну. Задувало дуже сильно. Зараз переробляємо, мали трошки вільний час. Утепляємося якось. Тут пункт обігріву, можна сказати. Буржуйка розпалюємо ночі, щоб не було видно диму. Готуємо тут їсти. Seit mehr als 3 Wochen sind die Jungs schon hier, ununterbrochen. Wenig Schlaf, immer wieder feuern. Ein großer Druck, der auf der Mannschaft lastet. Так, звичайно, є страх за себе, є страх за своїх людей, так як я командир розрахунку, командир мінометного взводу, я переживаю за своїх людей. How is he dealing with it? Та ніяк, як з страхом можна справитися. No. Це війна, тут всяке може бути. And how much longer? До перемоги. Fabi, komm! Yeah. Und dann kommt plötzlich der Einsatzbefehl. Зараз.
Йдемо до роботи. Please come on. My journalist friends, please come on, туда. Nach den Schüssen Stellung tarnen und dann schnell wieder in Deckung gehen. Die Soldaten zeigen uns, wie Treffer ihrer Granaten aussehen können. Die Videos bekommen sie von Aufklärungsdrohnen, die auch die Ziele auskundschaften. Ein komisches Gefühl, sich anzuschauen, wie Menschen von den Granaten getroffen werden. 2 Wochen nach unserem Dreh schickt uns die Einheit noch Drohnenbilder zu, mit der Angabe, es wären die Treffer vom Drehtag. Plötzlich geht alles wieder sehr schnell. Verabschiedung, der Panzer ist zurück und holt uns ab. Erst später wird uns bewusst, was wir hier eigentlich miterlebt haben. Wir waren dabei, wie ukrainische Soldaten auf russische Soldaten gefeuert haben. Wahrscheinlich wurden Menschen getötet oder verletzt. Ein ganz merkwürdiges Gefühl. Für die Jungs im Graben, Alltag.